Lektion 1. Dinge anders machen. Was ist eine Sache, die du diesen Monat gerne anders machen würdest? Ich möchte täglich Achtsamkeit üben. Es ist mir wichtig. Achtsamkeit kann helfen, Stress abzubauen. Wie willst du anfangen? Ich werde jeden Morgen 10 Minuten schweigend verbringen. Das klingt nach einem guten Ansatz. Das fördert den Frieden. Ja, ich hoffe, es hilft mir, auf dem Boden zu bleiben. In einer geschäftigen Welt ist es wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Absolut. Kleine Änderungen können zu großen Verbesserungen führen. Ich bewundere Ihr Engagement für persönliches Wachstum. Lektion 2. Mini-Routinen zum Erden. Was ist eine tägliche Mini-Routine, die dich erdet? Ich trinke jeden Morgen gerne eine Tasse Tee. Es zentriert mich. Tee kann beruhigend sein. Hast du einen Lieblingstyp? Ich mag Kamille. Es hilft mir, mich entspannt und konzentriert zu fühlen. Das ist eine beruhigende Wahl. Wie lange brauchst du, um es zu trinken? Ich brauche ungefähr 15 Minuten. Es ist meine ruhige Zeit. Ruhige Momente sind kostbar. Sie geben einen positiven Ton für den Tag an. Ja, es hilft mir, meine Gedanken zu sammeln. Ein friedlicher Start kann zu einem produktiven Tag führen. Lektion 3. Echtes Lachen. Was ist das Letzte, was dich wirklich zum Lachen gebracht hat? Ich habe ein lustiges Video von Tieren gesehen, die dumme Dinge tun. Tiervideos sind immer unterhaltsam. Was war der lustigste Moment? Eine Katze versuchte einen Laserpunkt einzufangen und rannte gegen eine Wand. Das klingt urkomisch. Haustiere können so ungeschickt sein. Ja, ihre Possen bringen mich immer zum Lächeln. Lachen ist ein wunderbares Mittel zum Stressabbau. Unbedingt. Es ist wichtig, Freude an kleinen Dingen zu finden. Das gemeinsame Lachen schafft starke Bindungen zwischen uns. Lektion 4. Unterschätztes Gemüse. Was ist ein Gemüse, von dem du dir wünschst, dass mehr Menschen es mögen? Ich wünschte, mehr Menschen würden Rosenkohl genießen. Sie sind köstlich. Sie haben einen schlechten Ruf. Was magst du an ihnen? Wenn sie geröstet werden, sind sie knusprig und würzig. Es ist unglaublich. Ich stimme zu. Ich denke, viele Leute wissen nicht, wie man sie gut zubereitet. Exakt. Sie können in Gerichten sehr vielseitig sein. Ein gutes Rezept kann Ihre Meinung völlig ändern. Unbedingt. Vielleicht sollten die Leute Ihnen eine zweite Chance geben. Ein bisschen Kreativität in der Küche kann einen großen Unterschied machen. Lektion 5. Stolze Reisen. Was ist ein Ort, an dem du stolz bist, Leuten zu erzählen, an denen du gewesen bist? Ich bin stolz auf meinen Besuch in Japan. Es war ein unvergessliches Erlebnis. Japan ist faszinierend. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Die Kultur und Geschichte haben mich erstaunt. Die Tempel waren atemberaubend. Ich habe gehört, dass das Essen auch unglaublich ist. Hast du Sushi probiert? Ja, frisches Sushi in Tokio war eine Freude. Ich wünschte, ich könnte zurückkehren.
Es gibt dort so viele Orte zu entdecken, es klingt magisch. Das ist es wirklich. Ich glaube, jeder sollte ihn mindestens einmal besuchen. Das Teilen solcher Erfahrungen bereichert unsere Gespräche. Lektion 6. Konzentrieren Sie sich bei der Arbeit. Was ist eine Angewohnheit, die Ihnen hilft, sich bei der Arbeit zu konzentrieren? Ich beginne meinen Tag immer mit einer To-Do-Liste. Das hält mich organisiert. Das ist eine gute Strategie. Wie funktioniert sie bei dir? Dinge aufzuschreiben hilft mir, meine Aufgaben zu visualisieren. Ich fühle mich erfüllt. Ich verstehe. Es vereinfacht auch meine Arbeit. Ich schränke auch die Nutzung meines Telefons während der Arbeitszeit ein. Es reduziert Ablenkungen. Das ist eine kluge Entscheidung. Konzentriert zu bleiben ist heute eine Herausforderung. Ja, aber diese Gewohnheiten tragen dazu bei, meine Produktivität zu verbessern. Es ist wichtig herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Lektion 7. Heimverbesserungen. Was ist eine kleine Verbesserung, die Sie an Ihrem Zuhause vorgenommen haben? Ich habe kürzlich mein Wohnzimmer in sanftem Blau gestrichen. Es fühlt sich frisch an. Das klingt wunderbar. Warum hast du Blau gewählt? Blau ist beruhigend. Es schafft eine friedliche Atmosphäre. Ich stimme zu. Farben können unsere Stimmung erheblich beeinflussen. Ja, und es war ein einfaches Projekt, das eine große Wirkung hatte. Manchmal können kleine Veränderungen einem Raum neues Leben einhauchen. Völlig richtig. Es fühlt sich an wie ein neues Zuhause. Ein kleiner Aufwand kann zu großer Zufriedenheit führen. Lektion 8. Neue Erfahrungen. Was sollten Ihrer Meinung nach mehr Menschen mindestens einmal ausprobieren? Ich glaube, jeder sollte wandern gehen. Es verbindet dich mit der Natur. Wandern ist in der Tat erfrischend. Wo empfiehlst du? Ich schlage einen lokalen Bergweg vor. Die Aussicht ist atemberaubend. Ich bin gerne draußen. Die Natur kann sehr inspirierend sein. Wandern fördert auch die körperliche Gesundheit und geistige Klarheit. Das ist wahr. Es ist eine lohnende Art zu trainieren. Jeder sollte die Schönheit der Natur erleben. Die Natur bietet ein Gefühl von Frieden, das anderswo schwer zu finden ist. Lektion 9. Lieblingsmuseen. In welches Museum würdest du gerne zurückkehren? Ich würde den Louvre gerne wieder besuchen, er ist großartig. Der Louvre ist unglaublich. Was hat dir daran am meisten Spaß gemacht? Ich habe es geliebt, die Mona Lisa zu sehen. Die Atmosphäre war magisch. Es ist faszinierend, solch berühmte Kunst aus der Nähe zu betrachten. Ja, jedes Stück hat eine einzigartige Geschichte zu erzählen. Museen ermöglichen es uns, durch die Zeit zu reisen. Ich wünschte, ich könnte mehr Ausstellungen erkunden. Sie sind alle inspirierend. Es ist wichtig, Kunst und Geschichte zu schätzen. Lektion 10. Aktuelle gute Entscheidungen. Was ist eine gute Entscheidung, die Sie kürzlich getroffen haben? Ich beschloss, regelmäßig Sport zu treiben. Es hat mein Leben verändert.
Das klingt toll. Wie fühlst du dich jetzt darüber? Ich fühle mich gesünder und energischer. Es ist lohnend. Bewegung kann unsere Stimmung erheblich verbessern. Ja, ich schlafe jetzt auch besser. Positive Entscheidungen zu treffen, erfordert Engagement. Exakt. Jeder kleine Schritt zählt zu einem besseren Leben. Es ist inspirierend zu sehen, dass Sie sich dem Wandel verschrieben haben. Lektion 11. Interessante Mittagessen. Wie machst du dein Mittagessen interessanter? Ich füge meinen Sandwiches immer verschiedene Geschmacksrichtungen hinzu. Das macht sie aufregend. Das ist klug. Welche Geschmacksrichtungen verwendest du? Ich liebe es, einzigartige Saucen und frische Kräuter zu verwenden. Sie verbessern den Geschmack. Das klingt köstlich. Normalerweise halte ich mich an grundlegende Geschmacksrichtungen. Das Ausprobieren neuer Kombinationen kann neue Möglichkeiten eröffnen. Ich sollte mittags mehr mit meinen Mahlzeiten experimentieren. Ja, es bringt Freude in deinen Tag. Ein wenig Kreativität kann eine einfache Mahlzeit verändern. Lektion 12. Unterhaltsame Tanzstile. Welchen Tanzstil schaust du dir gerne an? Ich schaue gerne Ballett, es ist sowohl anmutig als auch mächtig. Ballett ist wunderschön. Hast du eine Lieblingsvorstellung? Mir hat Swan Lake gefallen. Die Musik und die Bewegung waren bezaubernd. Ich habe gehört, dass es ein Klassiker ist. Tanzt du auch? Ich habe als Kind Ballettunterricht genommen. Es hat mir Disziplin beigebracht. Kunstformen wie Tanz können so viele Emotionen ausdrücken. Unbedingt. Sie erzählen Geschichten ohne Worte. Tanz kann Menschen wirklich auf tiefgründige Weise verbinden. Lektion 13. Sprachen lernen. Was ist eine Sprache, in der du ein paar Wörter gelernt hast und die du geliebt hast? Ich habe ein paar italienische Wörter gelernt. Sie klingen wunderschön. Italienisch ist bekannt für seine Musikalität. Welche Wörter kennst du? Ich kann Ciao und Grazie sagen. Sie sind einfach und doch wichtig. Das sind wichtige Sätze. Warst du schon einmal in Italien? Ja, ich war in Rom. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Das kann ich mir vorstellen. Das Erlernen einer Sprache verleiht dem Reisen Tiefe. Es bereichert auch unser Verständnis verschiedener Kulturen. Jede Sprache öffnet eine Tür zu einer neuen Welt. Lektion 14. Schlafenszeitroutinen. Was machst du immer vor dem Schlafengehen? Ich lese jeden Abend ein Buch. Es hilft mir, mich zu entspannen. Lesen ist eine wunderbare Angewohnheit. Welche Genres magst du? Ich liebe Fiktion. Es ermöglicht mir, der Realität zu entkommen. Das ist eine großartige Art, sich zu entspannen. Hast du einen Lieblingsautor? Ich bewundere Jane Austen. Ihre Geschichten sind zeitlos. Ein gutes Buch kann Trost vor dem Schlafengehen bieten. Unbedingt. Es schafft eine friedliche Atmosphäre. Eine konsistente Routine ist der Schlüssel zu einem guten Schlaf.
Lektion 15. Nostalgische Klänge. Was ist ein Sound, der dich sofort nostalgisch macht? Das Geräusch des Regens weckt schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Das ist herrlich. Regen wirkt beruhigend, nicht wahr? Ja, es erinnert mich an gemütliche Tage drinnen mit der Familie. Ich kann das nachvollziehen. Bestimmte Geräusche können starke Emotionen auslösen. Unbedingt. Nostalgische Klänge können uns in die Vergangenheit zurückversetzen. Sie erinnern eindringlich an glückliche Momente. In der Tat. Jeder hat Geräusche, die bei ihm ankommen. Es ist wunderbar, wie Geräusche uns mit unserer Vergangenheit verbinden können. Lektion 16. Lebensräume organisieren. Wie organisieren Sie Ihren Wohnraum? Ich verwende durchsichtige Lagerbehälter für alles. Es hilft mir, meine Artikel zu sehen. Das ist eine kluge Idee. Wie beschriftet man sie? Ich beschrifte immer jeden Mülleimer. Das erleichtert das Auffinden von Dingen. Etiketten sind sehr hilfreich. Organisierst du oft? Ja, ich organisiere einmal im Monat. Es hält meinen Raum aufgeräumt. Das ist eine gute Angewohnheit. Ein sauberer Raum kann die Konzentration verbessern. Unbedingt. Es schafft eine friedliche Umgebung. Organisieren hilft, Stress abzubauen. Die Mühe lohnt sich. Lektion 17. Neue Filme ausprobieren. Was ist eine Art von Film, den Sie oft meiden, aber in letzter Zeit ausprobiert haben? Normalerweise vermeide ich Horrorfilme. Allerdings habe ich letzte Woche A Quiet Place gesehen. Warum hast du dich entschieden, es dir anzusehen? Ich habe viele gute Kritiken gehört. Ich wollte sehen, was der Hype war. Hat es dich überrascht? Ja, es war intensiv, aber sehr gut gemacht. Das Geschichtenerzählen war großartig. Horrorfilme können verborgene Tiefe haben. Würdest du jetzt mehr schauen? Das könnte ich. Dieser hat meine Ansicht ein wenig geändert. Etwas Neues auszuprobieren kann sich lohnen. Lektion 18. Sich erfüllt fühlen. Was ist eine Sache, bei der du dich immer erfolgreich fühlst? Ein Buch fertigzustellen gibt mir ein Erfolgserlebnis. Das ist ein tolles Gefühl. Hast du ein Lieblingsgenre? Ich mag Mysterien. Die Spannung hält mich auf Trab. Mysterien können aufregend sein. Wie viele Bücher liest du in einem Monat? Ich versuche mindestens 2 zu lesen. Das ist beeindruckend. Lesen erweitert unseren Horizont. Ja, jedes Buch lehrt mich etwas Neues. Erfolge können in vielen Formen gefunden werden. Lektion 19. Empfohlene Tagesausflüge. Welchen Tagesausflug würdest du Besuchern empfehlen? Ich empfehle, den nahegelegenen Nationalpark zu besuchen. Es ist wunderschön. Das klingt wunderbar. Welche Aktivitäten können Besucher dort machen? Wandern ist sehr beliebt. Es gibt Wege für alle Könnerstufen. Spaziergänge in der Natur sind erfrischend. Was kann man sonst noch genießen? Viele Leute picknicken gerne am See. Es ist heiter.
Ein Tag in der Natur klingt perfekt zum Entspannen. Ja, es verjüngt Körper und Geist. Die Natur bietet eine wunderbare Flucht aus dem Stadtleben. Lektion 20. Die Tradition der Zeit. Welche Tradition pflegen Sie, auch in geschäftigen Zeiten? Ich nehme mir immer Zeit für Familienessen. Sie sind etwas Besonderes für mich. Das klingt wunderbar. Warum denkst du, dass es wichtig ist? Familienessen ermöglichen es uns, Kontakte zu knüpfen. Das Leben kann chaotisch sein. Stimmt. Ich glaube, es bringt alle zusammen. Worüber diskutierst du bei diesen Abendessen? Wir teilen Geschichten aus unserer Zeit. Jeder hat etwas zu sagen. Das klingt unterhaltsam. Hast du irgendwelche lustigen Geschichten, die oft auftauchen? Ja, wir lachen oft über vergangene Pannen. Diese Erinnerungen bereiten Freude. Ich kann das nachvollziehen. Lachen stärkt die Bindung. Lektion 21. Eine durchdachte Reflexion. Welche Frage stellst du dir wöchentlich? Ich frage oft, was habe ich diese Woche gelernt? Es hilft mir zu wachsen. Das ist aufschlussreich. Warum wählst du diese spezielle Frage? Es hält mich achtsam. Jede Woche bietet neue Erlebnisse. Ich verstehe. Findest du jede Woche neue Lektionen? Ja, selbst kleine Momente können uns etwas Wertvolles beibringen. Was war letzte Woche deine größte Lektion? Ich habe gelernt, Fehler zu akzeptieren. Sie sind Teil des Prozesses. Das ist eine wichtige Lektion. Fehler können unseren Weg weisen. Lektion 22. Der Komfort von Büchern. Was ist ein Guilt-Pleasure-Buch, das dir gefällt? Ich liebe es, Stolz und Vorurteil noch einmal zu lesen. Es findet bei mir immer großen Anklang. Das ist ein Klassiker. Was gefällt dir daran am meisten? Die Charaktere sind so nachvollziehbar. Ihre Kämpfe fühlen sich heute real an. Interessant. Finden Sie sich von Ihren Reisen inspiriert? Definitiv. Ihr Wachstum lehrt uns wertvolle Lektionen über das Leben. Welche Lektion fällt dir am meisten auf? Die Wichtigkeit, sich selbst treu zu sein. Es ist entscheidend. Das ist ein wichtiger Punkt. Was ist deine Lieblingsszene? Lektion 23. Ein Ort der Inspiration. Welcher Ort inspiriert deine Kreativität? Der Strand regt meinen Geist an. Die Wellen schaffen eine magische Atmosphäre. Das sehe ich. Das Geräusch von Wasser ist ziemlich beruhigend. Ja, es ermöglicht mir, klar zu denken. Die Natur ist eine Muse. Haben Sie eine bestimmte Routine, wenn Sie uns besuchen? Ich bringe oft ein Notizbuch mit. Ich notiere Ideen, sobald sie kommen. Das klingt produktiv. Welche Art von Ideen schreibst du? Ich schreibe Gedichte und Geschichten. Die Szenerie regt meine Fantasie an. Die Natur weckt in der Tat Kreativität. Wo findest du deine besten Ideen? Lektion 24. Der Rat eines Freundes. Welchen Rat würdest du einem engen Freund geben?
Ich würde sagen, vertraue immer deinen Instinkten. Sie leiten dich oft gut. Das ist klug. Warum glaubst du, sind unsere Instinkte wichtig? Sie verbinden sich mit unseren wahren Gefühlen. Sie zu ignorieren kann zu Problemen führen. Das ist sehr wahr. Oft kennt unser Herz den richtigen Weg. Genau. Hast du jemals deine Instinkte ignoriert? Ja, und ich habe es später bereut. Es hat mich gelehrt, mehr zuzuhören. Solche Lektionen prägen uns. Ich glaube daran, aus jeder Erfahrung zu lernen. Absolut. Ratschläge sollen geteilt und geschätzt werden. Lektion 25. Das Alltägliche, das nicht verhandelbar ist. Was ist ein Tagesablauf, den du niemals überspringst? Ich beginne meinen Tag immer mit Meditation. Es zentriert meine Gedanken. Das ist ausgezeichnet. Wie lange meditierst du? Ich meditiere 20 Minuten lang. Es bringt Frieden. Ich verstehe, warum du diese Zeit schätzt. Welche Veränderungen haben sie bemerkt? Ich fühle mich den ganzen Tag ruhiger und konzentrierter. Das ist beeindruckend. Ich sollte auch versuchen zu meditieren. Es könnte Ihre Einstellung ändern. Jeder kann von Ruhe profitieren. Ich stimme zu. Ein geschäftiges Leben braucht Momente der stillen Besinnung. Lektion 26. Der belebende Duft. Welcher Duft belebt dich morgens? Der Duft von frischem Kaffee weckt meine Sinne. Es ist erhebend. Viele Menschen lieben Kaffee. Was gefällt dir daran? Ich liebe es mit einem Hauch von Zimt. Es verleiht Wärme. Das klingt herrlich. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Ich trinke meinen Kaffee beim Lesen. Es bereitet mich auf den Tag vor. Das ist ein friedlicher Start. Ich denke, das sollte ich übernehmen. Du würdest es genießen. Ein guter Morgen gibt den Ton an. Absolut. Duft verbindet sich auf wunderbare Weise mit Stimmung. Lektion 27. Die Kunst der Vergebung. Was hilft dir, schnell zu vergeben? Ich erinnere mich daran, dass jeder Fehler macht. Es bringt Klarheit. Das ist sehr klug. Verständnis hilft, den Frieden aufrechtzuerhalten. Ja, das Festhalten an Groll belastet uns. Vergebung befreit den Geist. Ich stimme zu. Was hat dir am meisten dabei geholfen, anderen zu vergeben? Offene Gespräche helfen oft. Sie klären Missverständnisse auf. Das ist ein guter Ansatz. Kommunikation kann Lücken überbrücken. Genau. Ich glaube daran, Probleme umgehend anzugehen. Das führt sicherlich zu gesünderen Beziehungen. Lektion 28. Die perfekte Mittagspause. Wie verbringst du am liebsten deine Mittagspause? Ich gehe gerne im Park spazieren. Es erfrischt meinen Geist. Das klingt herrlich. Die Natur ermöglicht Entspannung. Ja, es bietet eine Pause von der Routine. Ich atme auch frische Luft ein. Das kann ich verstehen. Ein Szenenwechsel ist wichtig.
Unbedingt. Was machst du am liebsten während des Mittagessens? Ich lese gern ein Buch. Es versetzt mich in eine andere Welt. Das ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen. Bücher können mächtige Fluchtwege sein. Das sind sie wirklich. Ein bisschen Zeit mit einem Buch ist kostbar. Lektion 29. Lektionen von Fremden. Was ist etwas Interessantes, das du von einem Fremden gelernt hast? Auf meinen Reisen habe ich eine Lektion über Freundlichkeit gelernt. Ein Fremder hat mir geholfen. Das klingt faszinierend. Was ist passiert? Ich habe mich in einer neuen Stadt verirrt. Ein freundlicher Mann gab mir Anweisungen und erzählte eine Geschichte. Was hat er gesagt, das dir in Erinnerung geblieben ist? Er sagte mir, kleine Gesten der Güte können die Welt verändern. Es hat mich erstaunt. Das ist ein starker Gedanke. Hat es dich inspiriert, anders zu handeln? Ja, ich fing an, anderen mehr zu helfen. Seine Worte erinnerten mich an die Wirkung, die wir haben können. Das ist wunderbar. Freundlichkeit schafft wirklich Verbindungen. Lektion 30. Eine zeitsparende Angewohnheit. Was ist eine kleine Angewohnheit, die dir jeden Morgen Zeit spart? Ich bereite mein Outfit immer am Abend zuvor vor. Es hilft mir, schnell anzufangen. Das ist eine kluge Idee. Findest du, dass es einen Unterschied macht? Unbedingt. Ich vermeide Morgenstress. Es gibt mir Frieden. Ich kann mir vorstellen, dass das helfen würde. Was tust du noch, um Zeit zu sparen? Abends packe ich auch mein Mittagessen ein. Es macht meinen Morgen reibungsloser. Das ist eine großartige Praxis. Was packst du normalerweise ein? Ich packe gesunde Snacks und ein Sandwich ein. Es hält mich voller Energie. Klingt köstlich und praktisch. Einfache Gewohnheiten können einen großen Unterschied machen. Lektion 31. Ein wertvoller Besitz. Was ist etwas, das du besitzt und das du niemals wegwerfen würdest? Ich habe ein altes Tagebuch aus meiner Jugend. Es birgt viele Erinnerungen. Das klingt besonders. Was macht es dir so wichtig? Es enthält meine Gedanken und Träume. Es zu lesen bringt Gefühle zurück. Ich verstehe. Sentimentale Gegenstände sind oft von großem Wert. Ja, es verfolgt mein Wachstum. Es erinnert mich an meine Reise. Das ist wirklich inspirierend. Was ist dein Lieblingsbeitrag? Ich habe über meine erste Liebe geschrieben. Es war eine wunderschöne Zeit. Das muss eine wertvolle Erinnerung sein. Tagebücher eignen sich wunderbar zum Nachdenken. Lektion 32. Ein Restaurant, das man unbedingt besuchen muss. In welches Restaurant würden Sie Besucher ohne zu zögern einladen? Ich würde sie ins Italian Bistro bringen. Das Essen ist hervorragend. Das klingt herrlich. Was empfiehlst du dort? Ihre Nudelgerichte sind unglaublich. Die Aromen sind authentisch. Ich liebe italienisches Essen. Was ist dein Lieblingsgericht? Ich liebe die Fettuccine Alfredo. Es ist cremig und sättigend. Das klingt verlockend. Was ist mit der Atmosphäre?
Die Atmosphäre ist warm und einladend. Es fühlt sich an wie eine Familie. Ich schätze ein Restaurant mit einer gemütlichen Atmosphäre. Lektion 33. Musikalische Erinnerungen. Welches Lied erinnert dich an eine bestimmte Person? Das fällt mir leicht. My Heart Will Go On erinnert mich an meine Großmutter. Oh, das ist mächtig. Welche Erinnerungen bringt es zurück? Es war ihr Lieblingslied. Wir haben es oft zusammen gesungen. Klingt nach einer schönen Bindung. Was glaubst du, hat sie an dem Song geliebt? Sie liebte die Idee der ewigen Liebe. Es berührte sie tief. Das macht Sinn. Musik kann uns mit unseren Emotionen und Erinnerungen verbinden. Genau. Jedes Mal, wenn ich es höre, fühle ich mich ihr näher. Das ist eine wunderschöne Art, ihr Andenken zu bewahren. Lektion 34. Morgenroutinen. Was machst du, um den Morgen schneller zu machen? Ich bereite mein Frühstück am Abend zuvor zu. Das spart eine Menge Zeit. Das ist klug. Was bereitest du normalerweise vor? Ich mache Overnight Oats. Sie sind gesund und essfertig. Ich liebe diese Idee. Fügst du Obst oder Toppings hinzu? Ja, ich füge oft Beeren und Nüsse hinzu. Das macht sie köstlich. Das versuche ich vielleicht. Fühlst du dich morgens energischer? Definitiv. Es beginnt meinen Tag mit einer positiven Note. Ich sollte einige deiner Gewohnheiten übernehmen. Sie klingen sehr wohltuend. Lektion 35. Motivationssätze. Welcher Satz motiviert dich, weiterzumachen? Auch das wird vorübergehen. Inspiriert mich am meisten. Das ist eine eindringliche Mahnung. Warum findet es bei dir Anklang? Es hilft mir in schwierigen Zeiten. Ich weiß, dass Herausforderungen nur vorübergehend sind. Ich verstehe. Manchmal müssen wir uns daran erinnern. Ja, es relativiert die Dinge. Ich finde Kraft in diesen Gedanken. Es ist wichtig, solche Sätze zu haben. Sie können uns durch Schwierigkeiten führen. Unbedingt. Es erinnert mich daran, hoffnungsvoll und geduldig zu sein. Hoffnung ist essentiell. Danke, dass du diesen wunderbaren Satz geteilt hast.